Hallo meine Freunde, unsere Nivona CR740 hat ein neues Problem. Wenn ich heißes Wasser mache, bleibt hier in der Schale alles trocken, aber verlieren wir hier an der linken Vorderseite Wasser. Das ist im Bereich der Druckpumpe, also müssen wir da mal reinschauen. Bevor wir die Maschine öffnen, müssen wir natürlich den Stecker ziehen und alle beweglichen Teile entfernen. Um die Seitenwand zu öffnen, muss erst der Deckel runter. Der hat hier vorne an dem Heizpad für die Kaffeetassen zwei 15er Torx-Schrauben. Dann geht es auf der Rückwand weiter. Hier sind es zwei Schrauben oben. Die haben jetzt zur Abwechslung Torx 10. Die Leitung geht ja bis hier rüber. Dann müsst ihr die zwei unteren Schrauben auch noch entfernen. Oben müsst ihr noch den Malgradschalter wegmachen. Der geht einfach durch Abziehen nach oben weg. Wenn ihr den Deckel anhebt, müsst ihr vorsichtig sein. Hier ist erstmal eine Steckverbindung. Die kann man dann aber auch komplett nach hinten entnehmen. So, weiterhin haben wir das Problem, dass jetzt hier die Leitungen von dem Pad kommen. Dann legt er das Dach mal so ab und unten sind die Stecker, die zum Pad gehen. Die ziehen wir einfach ab. Dann hebt er das Pad ganz vorsichtig hier vorne an der Ecke ein bisschen an und dreht es zu der Seite um. Und hier unten ist der Masseanschluss. Der muss natürlich geschraubt sein. Die Schutzerde darf man ja nicht stecken. Vorsicht! Unter dem Mütterchen ist auch noch eine Zahnscheibe, dass die jetzt nicht in die Maschine fällt. Dann kommt die Schutzerde hier weg und die braunen Kabel gehen ja zu den Steckern, wo wir abgezogen haben. Die fädelt jetzt hier gemütlich aus, ohne was abzureißen. Der Deckel ist weg, jetzt geht es an die Seitenwand. Hier hinten haben sie schon mal ausgehackt. Da vorne hat sie auch eine Raschzunge, jetzt kommt sie allmählich. Haha, das war's. Da unten war noch eine Raschzunge. Und jetzt geht es so allmählich worden. So, dann gibt es die können wir mal einen Moment dran lassen. Hier sitzt die Pumpe, hier ist der Druckabgang und ihr seht, unter dem Druckabgang ist es feucht. Ich kann es auch mit dem Papier mal demonstrieren. Da jetzt reinwische, hier kommt das Wasser raus. Und hier ist eine Nut im Gehäuse und dann läuft es genau an der Ecke raus. Zu Demonstrationszwecken machen wir jetzt was ihr nicht unbedingt nachmachen solltet. Wir betreiben die Maschine mit offenem Gehäuse. Um die Maschine mit offenem Deckel betreiben zu können, müssen wir sie erst austricksen, weil dieses Signal fehlt. Wir brauchen hier einen Kurzschluss. Ich stecke jetzt einfach ein Stückchen Aluminiumfolie in die Steckverbindung und dann sichern wir das mit ein bisschen Klebeband. Zusätzlich muss sowas natürlich absolut über einen FI-Schalter abgesichert werden. Eine Kaffeemaschine ist natürlich lebensgefährlich, da kommen 240 Volt und Wasser zusammen. Schon das Einschalten hat genügt, da brauchten wir gar keinen Wasserbezug, weil das System läuft jetzt unter Druck und wir haben hier schon Wasser am Stutzen. Wahrscheinlich ist eine der Dichtungen hier im System undicht. Sieht eher nach der oberen aus. Also Stecker wieder raus, wir können weitermachen. Der Schlauchanschluss selbst ist dicht, sonst würde hier ein Wassertropfen stehen. Es muss der O-Ring in diesem Bereich sein. Die O-Ringe sind gesichert über so eine Federklammer. Da fährt er kurz mit einem dünnen Schraubenzieher rein und zieht die nach hinten raus. So eine Federklammer ist das. Jetzt könnt ihr den Schlauch nach oben rausziehen und hier ist ein kleiner O-Ring. Der ist jetzt blöderweise innen hängen geblieben. Muss ich ihn hier rausfischen. Aha, hier. Wahrscheinlich ist das der Übeltäter. Ah ja, der hat auch schon Kalkspuren auf der Seite. Der ist verhärtet. Da müssen wir einen neuen reinmachen. Den neuen O-Ring setzt ihr mit gut Silikonöl ein. Ihr könnt auch das mitgelieferte Kaffeemaschinenfett benutzen. Das ist so eine ähnliche Pampe. Den O-Ring setzt ihr hier drauf und dann mit dem Stutzen zusammen runter und gleich runter drücken. Danach muss diese Federklammer so rum rein. Da müsst ihr mit dem Stutzen ein bisschen spielen, bis die passt.
Wenn der Ring fest ist und nicht mehr zurückkommt, ungefähr den Abstand hat, hier oben zur Leitung ist der Abstand auch so, passt alles. Wir probieren unser Glück nochmal. So wie es aussieht, ist die Sache jetzt dicht. Setzen wir die Wand wieder ein, dass wir hier am besten gleich den Schalter einsetzen. Dann müssen wir hier überall drunter. Das sieht schon mal gut aus. Aha. Bisschen draufdrücken und schon rutscht es wieder in die Fasson. Und jetzt ist es auch vorne eingerastet. Das Zeug ist immer ein bisschen Raschzeug. Damit der untere Teil nicht immer von alleine rausrutscht, drehen wir mal unten wieder 2 Schrauben rein, dann hält nämlich wenigstens der. Jetzt müssen natürlich beim Zusammenbau wieder unsere Brücken raus. Dann setzt ihr den Deckel mal drauf, fädelt aber hier die Erdleitung schon mal durch, die brauchen wir gleich. Müsst ihr die 2 Stecker hier einfädeln. Die gehen nur in einer Stellung durch. Das schaffen wir dann. Dann kommt das Pad hier unter 90 Grad. Also in der Richtung muss das nachher stehen. Zahnscheibe nicht vergessen. Mütterchen draufsetzen, dass da mal nichts in die Maschine fällt. Dann hält er das hier hinten so fest. Dreht mal die Mutter, soweit es geht. Und dann zieht er das mit dem 7er Ringschlüssel und der Gegenhaltung des Steckers, dass der sich nicht verdreht, hier fest. Gut festziehen, muss einen guten Kontakt machen. Dann kommt das Pad hier oben in die Nasen rein. Und damit es nicht ständig zurückfällt, macht er hier einen Klebestreifen drauf und hier einen Klebestreifen. Jetzt müssen die 2 Kontakte dran. Binden wir jetzt. Wer zu wem ist egal, das ist nur nach reiner Heizung, deswegen sind die auch nicht farblich kodiert. Dann versteckt er die Stecker gut hier unten, dass es nirgends klemmt. Jetzt geht es auf der Seite weiter, weil hier ist noch der Kontakt fürs Pulver. Dann kommt der Kontakt fürs Pulver hier rein. Der wird so ins Gehäuse gesteckt. Hier Raschnase nach unten, hinten ein bisschen halten, alles einklipsen. Da vorne gucken, dass das alles Freiraum hat. Und jetzt kann der Deckel final drauf. Jetzt müsst ihr den vorne anheben und hinten so einsetzen. Und sitzt. Der Malgradschalter kann auch gleich an seine Position. Und das sind die Zierschrauben. Die haben hier eine Senkung, dass sie genau in dem Pad verschwinden. Damit unterscheiden sie sich von den anderen Schrauben. Die haben jetzt aber eine andere Schlüsselweite. Immer erst ein bisschen rückwärts drehen, damit die sich kein neues Loch im Kunststoff bohren. Dann können auch die Klebestreifen wieder weg, sonst riecht es nachher so gut, wenn ihr die Kaffeeheizung anschaltet. Dann fehlen noch die oberen Schrauben hier. Eine. Jetzt können wir die ganzen Schalen und Deckel drauf, Wasser rein und wir können es ausprobieren. Jetzt dürfen auch Nicht-Elektriker den Stecker wieder reinstecken. Ich lege hier erstmal wieder ein Tuch drunter zur Kontrolle. Schalten wir die Maschine mal ein, muss das System natürlich erst heizen. Wir ziehen heißes Wasser. So wie es aussieht, bleibt es hier absolut trocken. Ziehen wir mal einen großen Kaffee, weil da ist der Druck normal noch ein bisschen höher in der Maschine. Ich habe einen riesen Kaffee gezogen und hier ist alles vollkommen trocken. Kein Tropfen, ich lang nochmal mit der Hand entlang. Absolut trocken. Kleine Ursache, große Wirkung. Ihr seht, für die Dichtung von ein paar Pfennig läuft unsere Jura jetzt wieder. Also, tschüss!
Bis zum nächsten Mal.